Willkommen zum großen Laubbläsertest. Wir werden heute die Laubbläser auf Herz und Nieren testen, aber nicht einfach so, wie man es normalerweise machen würde. Normalerweise kannst du ja damit zum Beispiel Laub wegblasen, du kannst aber auch Schnee wegblasen, du kannst deinen Grill damit anblasen, deinen Holzkohlegrill oder. Alles schön und gut, aber wir haben uns gedacht, das ist doch langweilig. Wir wollen wissen, wie lange braucht so ein Laubbläser, um eine Hüpfburg aufzublasen, weil da schon eine Menge Volumen, was da drin ist. Und wir haben heute auch ein paar Sonderformen dabei. Wir schauen uns mal an, wie schlägt sich eigentlich so ein kleiner gegen einen Laubbläser? Können die gegeneinander bestehen? Und eigentlich, was hat es hiermit auf sich? All das in diesem Video. Um ganz ehrlich zu sein, wir haben uns überlegt, was für einen Stuss kann man eigentlich mit Laubbläsern machen, außer Laub zu blasen. Und da ist uns eine Hüpfburg eingefallen. Wir haben einfach gedacht, eine Hüpfburg braucht ja ein relativ großes Volumen an Luft. Also da muss wirklich ja ordentlich was reingehen und du brauchst ja auch dauerhaft Luft, damit sie stehen bleibt. Und dementsprechend haben wir gedacht, Mensch, nehmen wir doch mal einen Laubbläser und probieren es einfach mal aus. Und da wir schon das mit dem einen gemacht haben, dann war der Schritt nicht mehr weit zu sagen, wir machen es einfach mit allen und machen mal einen großen Test für euch, nämlich den Hüpfburgen-Laubbläser-Test. Das findet hier heute in diesem Video statt. Und beim Machen ist uns aufgefallen, Mensch, ist eine coole Idee. Wir nehmen einfach den mal mit dazu, weil hier kommt ja auch ordentlich Luft vorne draus. Und kann der so eine Hüpfburg aufblasen? Auch das werdet ihr in diesem Video sehen. Und die Antwort ist, sagen wir mal, erstaunlich. Und dann gibt es noch eine Sache, die auch in diesem Video drin ist, und zwar ist es das hier. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Hier kann man so viel dazu sagen oder auch gar nichts. Wir werden den gleich uns mal genauer anschauen, weil irgendwie ist das Ding schon richtig cool. Denn als wir damals die Laubbläser uns schon mal in die Hand genommen haben und ausprobiert haben, gemacht, getan, gab es den nicht, beziehungsweise gab es vielleicht schon, aber wir hatten ihn einfach nicht im Blick. Deswegen werden wir uns den heute mal anschauen und du wirst sehen, ganz ehrlich, am Ende des Videos willst du ihn haben. Also, weil das ist schon wirklich cool. Wirklich, wirklich cool. Und natürlich haben wir heute auch im Video den hier, nämlich den neuen Bosch Laubbläser, denn es gab ja ein Update. Aber lass uns erstmal schauen, welche Geräte haben wir hier auf dem Tisch. Wir haben die Milwaukee M18 F2 BPB Akku-Rucksackgebläse. Dann den Bosch GBL 18V 800, den Metabo LB 18 LTX BL, den Einhell GP-LB18, den Makita DUB 184 und den Milwaukee M18 FBLG3. Dann lasst uns jetzt mal wie üblich zu den Preisen kommen. Das Ganze ist schon wunderbar gestaffelt hier aufgestellt. Wir fangen mit dem günstigsten Gerät an. Einhell kostet nur 80 €. Wichtig, alle Geräte solo, so wie sie hier sind, mit ein bisschen Zubehör. Kommt immer aufs Gerät an. Dann haben wir hier jetzt 120 € bei Makita und Metabo, die sind etwa gleich teuer. Dann kommen wir zu 150 € bei Milwaukee. Dann haben wir hier schon 210 € bei Bosch. Und bei dem hier sind wir bei satten 350 €. Aber ist auch wert. Bevor wir zur Hüpfburg kommen, schauen wir uns die Geräte mal ganz kurz an, inwiefern sie sich unterscheiden. Also erstmal physisch unterscheiden. Und da ist es so, dass Einhell wirklich sich sehr stark unterscheidet von den anderen. Erst einmal auch optisch. Wir haben hier so eine Art Raketenantrieb innen drin, den wir aber auch sehen können. Ja? Die anderen sind innen drin ähnlich geformt, aber hier können wir es sehen. Ich glaube, es ist einfach nur ein Gimmick, damit du siehst, oh, sieht lustig aus drin. Aber was viel mehr interessant ist, ist das hier, und zwar das Bedienpanel. Bei den anderen ist es so, dass wir eher so einen Knopf haben, den wir so drücken können. Den haben wir hier gar nicht, sondern wenn wir hier starten, ich mache es mal ganz bewusst hier raus, ist es so, dass wir hier ein ausdrücken können, das ist nur ein aus, und dann können wir hier die Geschwindigkeit digital in Stufen nach oben tun oder die Turbo-Taste, dann geht es ganz nach oben. Ja? Was hier bei Einhell zum Tragen kommt, ist eine Sache. Richtig, das Ding ist laut. Das war jetzt die leiseste Stufe. Der hier ist lauter als alle anderen. Wir haben hier wirklich die höchste Lautstärke und der ist nochmal 5 Dezibel lauter als der Durchschnitt und 10 Dezibel lauter als Milwaukee. Der leiseste ist übrigens wirklich, das können wir jetzt schon mal ganz kurz mal anteasern, genau dieses Gerät. Der hier ist wirklich, also leise sind die alle nicht, aber bei 10 Dezibel ist es ein riesiger Unterschied und es macht auch ein bisschen die Frequenz aus. Der hier ist so eine ganz unangenehme Frequenz, wo ich sage, oh, dauerhaft auf jeden Fall. Da musst du eigentlich bei allen einen Ohrschutz aufsetzen, also Gehörschutz aufsetzen, aber hier ist es so, dass auch nur ganz kurz anmachen nervt schon. Ja? Aber wichtig ist hier die Turbo-Taste. Wenn du auf der Turbo-Taste bist, nein, ich zeige es dir mal einmal, wir müssen jetzt ein bisschen runterregeln von der Lautstärke, aber dass du es mal einmal gehört oder gesehen hast. Das Ganze läuft so, wir gehen einfach hier drauf, an. Aus.
Also das ist, oh, es ist wirklich unangenehm laut. Es ist wirklich unangenehm laut. Man denkt so 5 Dezibel, 10 Dezibel ist kein großer Unterschied. Doch, ist es. Okay, ansonsten ist es hier an dem Gerät nichts weiter wild. Ja? Akku rein, in die Hand nehmen und los geht's. Bei Makita ist es ähnlich. Akku rein, die Hand nehmen und los geht's sowieso. Aber hier haben wir unseren Knopf. An der Stelle. Zusätzlich, ich nehme es hier mal runter, könnt ihr jetzt Folgendes sehen. Wenn ich das hier nach oben drücke, dann passiert hier mit dem Knopf Folgendes. Oh, guck mal, da wird der Knopf nach oben gezogen. Ja? Das ist die Logik nämlich. Du kannst hier dauerhaft das laufen lassen und musst es nicht immer drücken, damit du hier es schön entspannt benutzen kannst. Ja? Und dann geht es auch schon los. Mir fällt übrigens eine Sache ein, die ich dir unbedingt mal sagen möchte. Und zwar, nein, Moment, erst aus. Beim Thema Akku. Laubbläser machen ja mit dem Kabel so gar keinen Sinn. Ja? Die gibt es ja auch als Benzingerät. Bei Akkugeräten ist das Interessante, wie viel Last Laubbläser auf einen Akku geben. Also wenn du einen Akku mal ganz schnell leer haben möchtest, nimm Laubbläser. Weil Laubbläser selbst ziehen enorm viel Energie, weil sie ja so schnell wie es geht die Luft rausblasen möchten. Und der Motor ist wirklich stark. Also es ist jetzt nicht so, dass es so ein bisschen hier, sondern die Akkus, die werden auch schon, da wird auch ordentlich schon dran gezogen. Ja, wenn du möchtest, dass wir mal nochmal einen Dauertest machen mit anderen Geräten, mit hier und da, können wir gerne machen. Ansonsten verweise ich dich gerne auf das Video, was wir schon mal gemacht haben, mit einer größeren Auswahl sogar, als die wir auf dem Tisch hatten, außer unserem Freund da hinten. Aber da kommen wir gleich zu. Das Video verlinke ich dir mal hier oben. Kommen wir zu Metabo. Hier ist das System ähnlich. Auch hier ist es so, du kannst den Hebel hier nach unten drücken. Ja? Du drückst den Hebel runter oder hier von Hand. Das Ganze ist bei Milwaukee ähnlich gelöst, aber doch ein bisschen anders. Du hast hier einfach den Knopf. Ja? Oder du kannst hier nach oben schieben. Ja? Oder wieder nach unten. Das heißt, also hier kannst du es auch wieder stufenlos dann justieren, welche Geschwindigkeit du haben willst. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das merkwürdig, weil ganz ehrlich, in der Regel, volle Pulle, Blätter müssen weg. Ja? Vielleicht gibt es irgendwo auch Anwendungen, wo du ein bisschen weniger haben möchtest oder deswegen ist es nur, weil es leiser ist vielleicht, kann sein. Schreib dir auch mal gerne in die Kommentare, warum du der Meinung bist, dass du nicht mit der vollen Leistung das machen würdest. Jetzt hier bei Bosch ist die Logik wirklich mal anders. Denn hier haben wir Folgendes. Hier haben wir erstmal hier unsere Feststelltaste. Das heißt, und hier mache ich es aber auch wirklich so, dass ich mal rausnehme. Wir haben unsere Feststelltaste, das heißt, wir drücken das rein und dann rüber und dann bleibt es stehen. Ja, dann ist es wirklich so, dass es dauerhaft läuft. Und wir haben hier vorne den Geschwindigkeitsregler. Das heißt, hier ganz klein, ganz groß und können dann sagen, welche Geschwindigkeit wollen wir denn haben oder welches Volumen wollen wir denn eigentlich haben. So, jetzt erstmal aus. Und jetzt kommen wir mal zu unserem letzten und das ist der hier. Und jetzt schauen wir uns den wirklich auch erstmal mal in Summe an, bevor ich ihn anlege. Ja, wir sehen hier erstmal ein sehr flexibles Rohr, aber das hier ist ja das Highlight. Was ist denn hier los? Wo wir hier bei allen anderen immer nur einen Akku hatten, haben wir hier satte 4 Akkus und wir können hier auch die größten Akkus überhaupt reinnehmen. Denn wir haben hier 12 Ampere, 12 Ampere, nochmal 12 Ampere, 9 Ampere. Ja, können wir einfach hier einsetzen und dann auch natürlich tauschen. Hier haben wir einen riesigen Lufteinlass, hier den Motor auch. Das Ganze wird hier rüber getan. Und dann haben wir hier eine Sache, die ist ultra krass. Und zwar das hier. Wir haben hier quasi ein Jet, ja, so ein Jet-Joystick. Schaut euch das mal an. Wer kennt Top Gun? Ja? Das ist wie ein Top Gun hier. Hier kann man hier steuern. Jet, oh ja, hier, hoch, runter. Mach 2, was geht los hier? Ja, also jetzt richtig los. Wir haben hier sogar die ganzen LEDs. Hier die Akkus siehst du, Akkubank 1, Akkubank 2. Hier die Geschwindigkeit. Kann ich hier nochmal auswählen, die Geschwindigkeit. Kann hier auch sagen, ja, dass es losgeht. Oder hier vorne natürlich den abzudrücken und dann geht's los. So, und jetzt versuche ich mal selber den anzulegen. Ich glaube, das ist clever, wenn ich den eigentlich mir hier so hin tue. Moment. So. Uiuiui. So. Sicherheit geht ja vor. So. Und Nummer 1 und Nummer 2. So. Los geht's.
Und jetzt kommen wir endlich zu unserem Hüpfburgen-Test. Los geht's. Was haben wir gemacht? Wir haben unsere Hüpfburg aufgestellt und dann haben wir den jeweils hier vorne reingesteckt. Ja? Du kannst ja dann den Lüfter abnehmen, der mit dazugehört. Und dann haben wir losgelegt und geschaut, wie funktioniert das Ganze. Ja? Funktioniert es überhaupt? Wir waren überrascht. Ja, es funktioniert. Und hier bei Metabo ist es so, dass wir wirklich das schlechteste Ergebnis hatten mit 30 Sekunden. Aber muss man auch eine Sache dazu sagen, der Metabo hat auch die geringste Luftgeschwindigkeit. Bei dem haben wir nur eine Geschwindigkeit von 150 km/h, Austrittsgeschwindigkeit, also Austrittsluftgeschwindigkeit hier an der Front. Und man merkt das auch. Man muss ganz klar sagen, man merkt auch wirklich, er ist theoretisch der Schwächste, da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Er macht einen guten Dienst, Blätter und so weiter, alles gut und kriegt die Hüpfburg aufgeblasen, aber man muss sagen, ja, man merkt es auch, die Geschwindigkeit ist hier am geringsten. Kommen wir zu den nächsten Kandidaten und hier ist es so, dass alle 4 gleichzeitig in derselben Range sind. Ja? Also alle 4 seht ihr jetzt ja auch hier mal, wie sie die Hüpfburgen aufgeblasen haben und das Ganze ist auch erstaunlicherweise in fast derselben Geschwindigkeit. Ja? Nach und nach kommen sie hoch und was ist? Zwischen 21 und 22 Sekunden war das Ergebnis und zwar von allen gleichmäßig. Jetzt würde man eigentlich sagen, verstehe ich gar nicht. Wie kann das denn sein? Weil wir haben auch eine unterschiedliche Geschwindigkeit. Zum Beispiel Makita ist ja eigentlich sogar der Schwächste. Der hat nur irgendwo so um die 180, 185 km/h Ausrüstgeschwindigkeit, wohingegen Einhell, Milwaukee und Bosch doch eine größere haben. Aber man merkt es kaum. Das ist in diesem Test, also speziell in diesem Test, ist es kaum ein Unterschied. Aber eine Sache ist wichtig. Beim Einhell ist es so, dass die Geschwindigkeit nicht so ganz stimmt. Ja, er spielt genau in derselben Liga mit, aber im Turbomodus. Beim Turbomodus wiederum steht ganz ausdrücklich im Handbuch, nur kurzzeitig verwenden. Das ist, glaube ich, deswegen so dort reingeschrieben, weil der Akku irgendwann vielleicht aufgeben würde. Ich weiß es nicht. Ja, ich sage nur, im Handbuch steht, nur kurz zu verwenden und dauerhaft hier draufdrücken auf den Turbomodus ist auch so nicht gedacht. Daran merkst du es nämlich auch. Wenn du das Gerät einschaltest, kannst du die Geschwindigkeit nach oben stellen. Den Turbomodus musst du aber dauerhaft drücken. Ja? Also das Gerät ist, glaube ich, wirklich nicht für Dauerlast gedacht an der Stelle. Ergo, hier wäre das Ergebnis auch irgendwo schlechter, wäre so auf Niveau Metabo, würde ich jetzt mal vermuten. Wir haben gesagt, okay, die 22 Sekunden schafft er im Turbomodus, also nehmen wir auch den Wert. Kommen wir zu Milwaukee in unserem Düsentrieb-Jet-Antriebs-Rucksack-Ding. Das ist schon nochmal eine andere Hausnummer gewesen. Man muss ganz klar sagen, hier haben wir eine Austrittsgeschwindigkeit von 250 km/h. Aber was bedeutet das eigentlich? Die 250 km/h bedeutet ja, dass auch viel mehr Kraft, viel mehr Wumms da ist. Wenn du so ein Blatt hast, was irgendwo so ein bisschen vielleicht irgendwo festklebt an der Ecke ist, beziehungsweise auch vielleicht nass ist und so ein bisschen so eigentlich gar nicht so will. Das ist so eine höhere Geschwindigkeit, das lässt das Blatt auf jeden Fall ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen und das entsprechend wegblasen. Und da ist der hier auch super stark. Also er ist wirklich sehr, sehr, sehr stark. Und ihr seht das ja auch in unseren Bildern. Der hat das wirklich geschafft in 15 Sekunden. Also in 15 Sekunden war die Hüpfburg aufgeblasen und danach auch ordentlich straff, weil immer wieder viel Luft nochmal hinterherkommt. Und das finde ich schon richtig krass. Wenn es nach mir geht, also für mich persönlich, und ich sage, wenn ich das Geld nicht bezahlen müsste für das Gerät und nochmal 4 Akkus, würde ich auf jeden Fall den nehmen, weil er am meisten Spaß macht. Bevor viele von euch fragen, wie viele Akkus muss ich noch nicht eigentlich drin haben, probieren wir es einfach mal aus. Wir nehmen jetzt einfach mal 4 Akkus, funktioniert. Nehmen einen Akku raus. In dem Moment sehen wir hier an der Stelle, die untere Bank ist tot. Ja, also wahrscheinlich ist es ein 36 Volt Gerät. Ich nehme jetzt den Akku auch raus. Funktioniert. Ich nehme jetzt den Akku auch raus. Ende. Ja, also wir haben hier ein 36 Volt Gerät. Wir müssen immer 2 Akkus drin haben, um ihn zu betreiben. Ich hatte ja gesagt, es gibt noch einen kleinen Bonus, und zwar das Gerät. Aber erst einmal ist doch die Frage, das Originalteil, was wir hier haben, das ist ja das, was zur Hüpfburg eigentlich dazugehört. Wie lange braucht der eigentlich, um so eine Hüpfburg aufzublasen? Ganz einfach, es sind 35 Sekunden, demnach deutlich langsamer als die anderen Geräte. Was aber ergo heißt, du kannst das im Grunde auch so ein bisschen als Laubbläser nehmen. Also vielleicht mal so als Tipp, falls du eine Hüpfburg hast. Ja, egal. Aber wir haben hier eine deutlich geringe Geschwindigkeit als die anderen Geräte. Und wir wollten ja auch bei dem wissen, Mensch, schafft er es, die Hüpfburg aufzublasen oder nicht? Und die Antwort ist ja, schafft er. Wo wir bei anderen Geräten aber irgendwo zwischen 30, also er
ergo eher 20 und 30 Sekunden lagen oder 21 und 30 Sekunden lagen, war es hier etwas länger. Es waren nicht 40 Sekunden, nicht 50, nicht eine Minute, nicht 2 Minuten, es waren 5 Minuten. Aber nach 5 Minuten war hiermit die Hüpfburg auch aufgeblasen. Hat funktioniert, hätte ich nicht erwartet, finde ich ziemlich krass. Und ist es nicht krass, wir haben hier mit diesem 40 Volt 4 Ampere-Stunden Akku das Ganze gemacht und wir haben hier nur 2 Balken verbraucht. Irre, oder? Wenn du dich jetzt fragst, welchen Laubbläser brauchst du für deine Hüpfburg, ist doch die Antwort eigentlich ziemlich einfach. Du kannst jeden benutzen für deine Hüpfburg, aber allgemein auch, um Laub damit zu blasen. Ja? Wenn du die ultimative Kraft haben willst, dann ist es natürlich der hier. Aber ich glaube, die wenigsten von euch werden sich den kaufen, weil so viele Akkus, so ein teures Gerät mit allem drum und dran, da musst du schon wirklich viel Bedarf zum Laubblasen haben oder ein Enthusiast sein. Für dich, glaube ich, ist relevanter vielleicht eher das Zubehör. Natürlich vor allem super relevant ist, in welchem Akkusystem bist du. Und das ist doch aber eine gute Nachricht. Das heißt, in deinem Akkusystem kannst du kaufen, was du willst und wirst immer glücklich und zufrieden sein. Weil die Geräte unterscheiden sich ja wirklich kaum. Aber in einer Sache unterscheiden sie sich schon, und zwar das Zubehör. Schau dir gerne bei den einzelnen Geräten an und übrigens wie immer findest du natürlich unten den ehrlichen Preisvergleich in der Videobeschreibung, wo wir nicht nur unseren Shop, sondern auch andere Shops als Preisvergleich verlinkt haben. Und schau dir das Ganze mal an, da findest du eine Info, also welches Zubehör dazu gehört. Manchmal hast du eine flache Düse, manchmal kannst du es verlängern, gibt es verschiedene Dinge. Bei Bosch zum Beispiel hast du eine flache Düse entsprechend jetzt dabei, die sogar gummiert ist, damit du keinen Schaden machst und so weiter und so fort. Apropos, eine kurze Sache, kurz dazwischen. Das hier ist die neue Version. Bei der neuen Version, es gab vorher den 750er, das hier ist der 800er. Beim 750er hast du keine Feststelltaste, wenn ich mich richtig erinnere. Und die Geschwindigkeitsregelung ist ein bisschen anders. Sie ist hier etwas feiner justiert. Und mehr Unterschied gibt es nicht. Also du musst hier nicht vom 750er jetzt auf den 800er wechseln. Wir kommen nochmal zum Zubehör dazu, weil es gibt ein Gerät, das ist wirklich lustig. Und zwar Einhell. Einhell hat hier diesen kleinen... Das erinnert mich an so einen Ziegenhirtenstab so ein bisschen. Ist ja nur ein bisschen groß, aber hallo, was geht hier so auf der Alm? Aber nee, dafür ist nicht da. Wenn man es nicht weiß, würde man erstmal gar nicht drauf kommen. Es ist auch sehr lang. Also, wofür ist es da? Schau es gerne mal in die Kommentare, falls du schon wusstest, das ist dazu da, um deine Regenrinne auszublasen. Und da sage ich mir schon, nicht so doof. Die Frage ist, wie sehr schmattert das? Ja? Also ich glaube, ich würde es nicht machen, ich würde doch wieder mit Leiter hoch. Aber das ist eben hier auch mit dabei. Und du kannst das hier Stück für Stück hier so zusammenschrauben. Ja? Und das so lang machen, wie du es halt eben für dich brauchst. Da schaust du mal einfach mal, welches Zubehör dir am besten gefällt. Ich würde mich super freuen, wenn du mal in die Kommentare reinschreibst. Nummer 1. Sollen wir noch eine Hüpfburg aufblasen? Nummer 2, hast du noch eine bessere Idee für einen Test? Dann immer ran. Also die Dinger, die bieten sich schon an. Wir könnten noch mal Tischtennisball Weitschießen machen. Aber schreib es in die Kommentare. Und Nummer 3, welcher ist dein Liebling? Und wenn du schon einen hast, dann gerne auch deine Erfahrung mit rein. So, ich gehe jetzt zur Hüpfburg und für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal. Ja, ich habe zugenommen. Junge, Junge. Die Haare. Tschüss.